Ich habe 2 Wochen so bequem wie möglich gelebt. Wie es mein Verhalten und meine Umwelt beeinflusst hat und was das Ganze kostet, seht ihr in diesem Video. Ich brauche eine Pause. Da kommt die Idee her. Aktuell bin ich sehr viel zu Fuß unterwegs, habe Druck auf der Arbeit und komme mit dem täglichen Haushalt und Kochen kaum noch hinterher. Dazu kommt, dass ich Ende des Monats eine Idee vorstellen darf. Als Drehbuchautor und Regisseur. Und zwar bei der größten Filmproduktionsfirma der Welt. Das heißt, ich muss entspannt sein. Mein Plan: maximal bequem leben, den Kopf frei machen. Dieses Experiment könnte man natürlich überall machen. Aber ich muss auch mal raus hier und daher reise ich in die Zentrale der Bequemlichkeit. Irgendwo zwischen abartig und innovativ. Das Land der unbegrenzten Parkplätze, Landschaften. Und selbst die Personen, die hier die Post bringen, steigen nicht aus. Das ist wirklich die maximale Bequemlichkeit. Hier sind die Regeln. Ich werde 14 Tage so bequem wie möglich leben und so wenig wie möglich tun. Nichts darf anstrengend oder unbequem sein. Sonst ist das Experiment sofort vorbei. Sofortiger Abbruch. Das heißt natürlich auch, dass ich meinen Zuckerverzicht und das Intervallfasten aussetzen werde. Beides ziehe ich seit den entsprechenden Experimenten durch, aber bequem ist es nicht. Also unterbreche ich das die nächsten 14 Tage. Während ich nun versuche, so bequem und komfortabel wie möglich zu leben, messe ich die Effekte auf mich an folgenden Faktoren. Wie geht's meinem Körper? Wie geht's mir psychisch? Wie viel teurer ist das unbequeme Leben und welche Auswirkungen auf die Umwelt gibt es? Aktuell sieht es so aus: 0 wäre okay und alles im Plusbereich gut. Und naja, ich hoffe, diese Minusbereiche werden mit dem bequemen Leben besser. Ich reise so bequem, wie ich es mir leisten kann. Also leichtes Gepäck. Ein paar Utensilien und Klamotten für 3 Tage. So wenig Gepäck hatte ich noch nie. Mein Gepäck passt einfach in einen Jutebeutel. Das ist total krass. Moment, ist der Anzug eigentlich bequem? It's not about comfort, it's about looking good all the time. Eine Jogginghose ist bequemer als eine Anzugshose, aber zum Glück geht ja beides. Das ist ein Joggingdress. Bequem und gut aussehen in Kombination. Ist natürlich Geschmackssache. Die bequemste Art, von Deutschland nach Amerika zu reisen, ist die Flugreise. Und auch wenn ich mir die erste Klasse nicht leisten kann und will, denn wenn ich so viel Geld übrig hätte, würde ich damit was anderes machen. Was ist los mit... Übrigens, neuer Merch, ne? Also auch ohne die erste Klasse mache ich es mir so bequem wie möglich. Damit die Ankunft nicht so stressig wird, habe ich mir direkt ein Hotel am Flughafen genommen. Und dann geht's erst morgen richtig los. Endlich mal nicht gestresst. Das nenne ich Bequemlichkeit. Denn Bequemlichkeit beschreibt alles, was das Leben einfacher macht, indem es den Aufwand für alltägliche Aufgaben und Aktivitäten minimiert. Moment, ist das nicht einfach nur Faulheit? Bequemlichkeit bedeutet, man sucht nach einfachen Wegen, um Dinge zu tun. Zum Beispiel, indem man eine Fernbedienung benutzt, um den Fernseher zu bedienen, statt aufzustehen. Oder eine befreundete Assistenzärztin von mir, die im Krankenhaus statt etwas Richtiges zu essen, bestimmte medizinische Trinknahrung zu sich nimmt, weil es bequemer und zeitsparender ist. Also nicht so ein Mist wie Y-Food, das ist wirklich medizinische Trinknahrung. Faulheit bedeutet, man hat wenig Lust, überhaupt etwas zu tun. Zum Beispiel den ganzen Tag auf der Couch liegen und nichts machen, obwohl man das locker könnte. Am 2. Tag hole ich meinen Mietwagen ab. Ich habe mich für den größten und absurdesten SUV entschieden, den es gab. Ihr fragt warum? Ich würde an eurer Stelle ganz andere Fragen stellen, aber gut. Warum? Weil ich aus dem Stand ins Auto steigen kann. Kein Bücken, in die Knie gehen oder umständlich den Kopf einziehen. Ganz bequem in eine dieser schmutzigen Schadstoffschlitten einsteigen. Das ist das erste Auto, in dem ich jemals sitze, in dem mein Bein nicht hier dran kommt und in dem ich wirklich Platz habe im Fußraum. Aber wenn ich in Deutschland jemanden sehen würde, der dieses Auto fährt und kein Förster ist oder irgendwas auf einem Bau macht oder irgendwo, wo ein Vierradantrieb braucht oder so ein riesiges Auto, würde ich denken, was für ein Arschloch. Mein Plan, maximal bequem zu leben, geht soweit auf. Liegt das daran, dass ich jegliche Moral über Bord geworfen habe, oder ist es das Land? Es ist natürlich das Land. Die USA ist ein Sinnbild für Bequemlichkeit in vielerlei Hinsicht. Hier gibt es zum Beispiel Drive-Thrus für Apotheken und Banken. Da muss man nicht mal das riesige Auto verlassen, mit dem man auf den viel größeren Straßen unterwegs ist. Es gibt fahrbare Einkaufswagen und fertiges Essen überall. Kochen heißt hier oft Fertiggerichte mit Fertigsoße in die Mikrowelle stellen. Und wenn ich nicht will, muss ich mich hier quasi gar nicht mehr bewegen. Also bei diesem Regenwetter müsste ich normalerweise laufen, aber hier muss man keinen Meter laufen.
Man steigt super bequem in diese großen Autos ein. Man kann direkt vor der Haustür parken, also hier vor dem Hoteleingang. Ich kann unter einem Dach ins Haus gehen. Ich kann in den Aufzug steigen, steig aus, gehe ins Zimmer rein. Ich bin super gespannt, ob das was mit der Einstellung macht, wenn man nur noch so krass auf sich selbst und seine eigene Bequemlichkeit achtet. Man geht ja quasi egoistischer an alles ran, wenn man nur noch so auf sich guckt. Und ich bin gespannt, ob das irgendwie eine Auswirkung hat auf mich, auf meine Einstellung in diesen 14 Tagen. Aber was macht so viel Bequemlichkeit mit uns? Ab wann schadet es? Studien legen nahe, dass Technologie und Automatisierung dazu führen können, dass Menschen weniger körperlich aktiv sind. Dies betrifft Alltagsaufgaben wie Laufen und Tragen, die durch bequeme Transportmittel und Online-Dienste ersetzt werden können. Weniger Bewegung kann das Risiko für Gesundheitsprobleme wie Herzkrankheiten und Diabetes erhöhen. Zudem kann die Bequemlichkeit von Fastfood und Lieferdiensten zu ungesunden Ernährungsgewohnheiten führen, die reich an Kalorien, Fett und Zucker sind. Auch psychologisch gesehen kann eine starke Abhängigkeit von solchen bequemen Technologien zu einer geringen Toleranz gegenüber auch kleinen Alltagsproblemen führen. Heute ist was Krasses passiert, womit ich nicht gerechnet habe und was sich als ziemliches Problem darstellt. Ja, seht selber, der Aufzug funktioniert nicht. Das heißt... Also ich muss jetzt weit laufen. Allein dieser ganze Weg, den Gang hier runter, den muss ich sonst nicht gehen. Ich kann einfach aus dem Zimmer zum Fahrstuhl raus ins Auto. Jetzt muss ich hier... Jetzt mal ein bisschen Scherz beiseite. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich diese Treppen hier benutze. Und ich merke es in meinen Oberschenkeln. Einfach nur die 2 Stockwerke laufen. Das ist wirklich absurd. Naja, auf geht's in den Tag. Der Hauptgrund, warum ich diese Reise mache, ist, um Menschen wiederzusehen, die mir wichtig sind. Feste mit ihnen zu feiern, die sich nie mehr wiederholen lassen. Und nein, ich will einfach mal für nichts verantwortlich sein müssen. Nichts selbst tun müssen. Mir keine Gedanken machen müssen. Ich lasse mich bekochen und genieße das Leben ohne einen Gedanken an morgen. Da ich aktuell nicht bestimmen kann, was im Frühstücksbuffet vom Hotel ist oder in den Restaurants, in denen ich esse oder in den Drive-Thrus, nehme ich wahrscheinlich gerade wieder exorbitante Mengen Zucker zu mir. Und ich merke das so sehr, als wenn mein Körper ständig auf so Standby, nicht 100% wach, das ist ein ganz blödes Gefühl. Ich habe jetzt 1 Jahr lang gar keinen Zucker konsumiert. Wirklich ist überall rausgelassen. Hier ist es gerade nicht zu vermeiden und ich merke, dass sich das wirklich aus mein ganzes Körpergefühl auswirkt. Ach ja, ich muss eigentlich gleich diese Treppe hochgehen, weil der Aufzug immer noch kaputt ist. Ich habe gar keinen Bock. Also die Treppe ist nicht lang. Also ihr seht es ja, es ist eine sehr kurze Treppe. Ich habe keinen Bock, weil es so unbequem ist. In Amerika ist alles darauf ausgelegt, extrem bequem und entspannt zu sein. Convenient. Es ist echt schlimm, wie schnell man so faul werden kann. Ich bin Treppenlaufen nicht mehr gewohnt und das nach so kurzer Zeit. Ich bin mich richtig fertig. Die ersten Tage zeigen mir vor allem eins. Ich habe dringend eine Pause von meinem Alltag gebraucht. Doch eins fällt mir bereits in der ersten Woche deutlich auf. Ich spüre den finanziellen Unterschied dieser Lebensart. Auch wenn ich hier alles mit Kreditkarte bezahle und manchmal gar nicht mitbekomme, wie viel Geld durch das Plastik strömt, sehe ich doch immer wieder die Beträge auf den Rechnungen. Und davon gibt's echt viele. Heute bin ich in einem Restaurant, auch wenn ich dafür aussteigen musste. Der entkoffinierte Kaffee hier ist der Wahnsinn. Der Wagen hat echt einen krassen Verbrauch. Jetzt noch einen kleinen Snack zwischendurch. Und das war auch wieder ein sehr schönes Restaurant heute. Meine finale Abrechnung kann ich erst nach der Reise machen. Aber schon Ende der ersten Woche habe ich so viel Geld für Essen ausgegeben wie sonst in einem ganzen Monat. Allerdings haben sich meine Ausgaben dieses Jahr auch sehr verändert. Und das aus gutem Grund. Ich nutze seit einem Jahr eine kostenlose App, die mich mit meinen Ausgaben hart konfrontiert hat und mir wirklich die Augen geöffnet hat. Finanzguru habt ihr bestimmt schon mal gehört. Diese App hilft beim Überblick über deine Ausgaben und Einnahmen und vor allem, wofür du das Geld ausgibst. Dann hilft die App mit praktischen Empfehlungen, um mehr zu sparen oder weist darauf hin, dass bestimmte Verträge eventuell zu teuer sind. Mir hat die App ziemlich deutlich gezeigt, wie oft ich mir unterwegs mal eine Kleinigkeit gönne und mich dann wundere, warum Ende des Monats manchmal so wenig Geld übrig ist. All das ist dauerhaft kostenlos. Und wenn ihr noch mehr wollt, bekommt ihr mit Finanzguru Plus viel mehr. Ihr könnt eigene Budgets erstellen, euer Kaufverhalten analysieren lassen und persönliche Finanztipps erhalten. Die Finanzdaten können auch bequem in Excel exportiert werden, wenn ihr damit woanders weiter arbeiten wollt.
Diese Plus-Funktion könnt ihr 3 Monate kostenlos nutzen mit dem Code THECHANGE, den ihr im Reiter mehr als Gutscheincode eingeben könnt. Danach kostet die Plus-Funktion 2,99 € im Monat. Mir hat die App wirklich sehr dabei geholfen, bewusster auf meine Ausgaben zu schauen und herauszufinden, an welchen Stellen ich achtsamer mit meinen auch kleinen Beträgen umgehen muss. Mit Finanzguru habe ich einen bequemen Überblick über meine Finanzen. Das sind ja alles ziemlich bequem, wenn man sich nicht wirklich mit Menschen beschäftigen muss, sich nicht wirklich mit der Umwelt beschäftigen muss und sich nicht wirklich mit irgendwas beschäftigen muss, außer sich selbst. Wie viel mich die Bequemlichkeit dieses Experiments wirklich kostet, weiß ich erst nach dem Trip. Denn mich währenddessen damit zu konfrontieren, würde die Bequemlichkeit gefährden und das darf nicht passieren. Nicht heute. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Ich schlafe aktuell nicht wirklich gut. Das ist vermutlich das Essen. Aber da ich nicht wirklich viel zu tun habe, ist das eigentlich egal. Naja, wenn man mal davon absieht, dass ich eine Idee für die größte Filmproduktionsfirma der Welt entwickeln darf und das auch mal langsam anfangen sollte. Ja, die Idee für die Streaming-Serie entwickle ich nächste Woche. Ich habe ja noch genug Zeit. Jetzt erstmal muss ich gucken, dass ich irgendwie auf das Essen hier klarkomme. Ist ja einfach eine Umstellung. Das Essen hier ist einfach anders. Die erste Woche ist vorbei und es ist etwas passiert. Okay, ich habe zugenommen, kriegt euch wieder ein. Das war aber auch absehbar bei der Ernährung, die ich mir hier gönne. Ach, ihr habt euch gar nicht aufgeregt. Okay, lenkt mich nicht ab. Die Gewichtszunahme ist nicht der erste große Effekt, den ich meine. Viel eher spüre ich, dass durch das bequeme Leben etwas Neues entsteht, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich habe wirklich gute Ideen für meinen Termin mit der größten Filmproduktionsfirma der Welt. Und nicht nur eine, sondern wie im Rausch habe ich 14 Ideen hier reingeschrieben. Immer wieder zwischendurch habe ich die in mein kleines Buch gekritzelt. Die sind sehr grob, aber wirklich vielversprechend. Ich habe total Bock zu schreiben, aber eher so kleine Ideen. Das komplette Ausarbeiten von der Idee ist mir gerade ein bisschen zu stressig, aber ich habe total Lust, so grobe Ideen aufzuschreiben. Also da ist schon so ein kreativer Schub gerade. Moment. Das kann natürlich auch an der neuen Umgebung, der generellen Entspannung und den vielen Eindrücken liegen. Normalerweise hilft mir nämlich eher das Gegenteil zur Ideenfindung. Viel körperliche Bewegung. Aber bei dem Level an Stress, das ich vorher hatte, ist diese neue Bequemlichkeit vielleicht auch ein Faktor, der jetzt meine Kreativität anregt. Ob das so bleibt? Außerdem jetzt gerade Ideen so richtig ausarbeiten wäre auch gar nicht so easy, weil dafür muss ich mich anders anziehen. Ich bin gerade super bequem gekleidet. Ihr fragt warum? Dann fragt doch bitte. In der Gegend, in der ich unterwegs bin, kommen viele Highschool-Schülerinnen und Schüler im Schlafanzug in die Schule. Das führt laut einigen Lehrerinnen und Lehrern zu schlechteren Leistungen. Aber kann das wirklich der Grund sein? Wenn man so viel bequemer unterwegs ist, sollte man doch auch entspannter und damit konzentrierter sein. In Bezug auf die psychologischen Auswirkungen von Kleidung auf das Denkvermögen zeigt eine Studie von 2015, dass Menschen in formeller Kleidung besser in der Lage sind, abstrakt zu denken und komplexe Probleme zu lösen, als in Alltagskleidung. Das deutet darauf hin, dass die Art der Kleidung tatsächlich einen Einfluss auf unsere kognitiven Fähigkeiten haben kann, wobei formelle Kleidung möglicherweise zu einer erhöhten mentalen Leistungsfähigkeit beiträgt. Warum? Okay, dieses Warum kam gerade massiv zu spät. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so wenig verletzt wie in diesen Tagen. Was liegt halt auch daran, dass ich zum Beispiel nichts mehr schneide, nichts mehr selber koche, kein Gemüse. Also ich muss da nicht irgendwo ran mit dem Messer und Sachen klein hacken. Ja, und so verletze ich mich weniger, weil da verletze ich mich dann doch am meisten. Direkt nach der Reise darf ich eine Idee bei der größten Filmproduktionsfirma der Welt vorstellen. Das ist eine riesige Chance. Formuliert in 15 Sätzen auf einer halben Seite. Eine einzige Idee. Ich habe aktuell 14 mal so viele. Aus Entspannung entsteht eine Freude am Spiel und da kommen die Ideen auf einmal von ganz alleine und in Massen. Ich wache jeden Morgen auf und habe irgendwelche neuen Ideen. Ob das Filmideen sind oder für Hörspiele, ist einfach super viel da. Also so Grundideen, noch nicht so super ausgearbeitet. Aber das ist, in der Masse habe ich das normalerweise nicht. Also so, dass es mich überflutet an Ideen. Aber da ich diese groben Ideen jetzt noch nicht im Detail ausarbeiten will, sondern lieber Zeit mit meinen Verwandten verbringe und die Zeit auch genießen möchte, weitere Ausreden hier einfügen, verschiebe ich das Ganze. Denn jede Art von Stress schadet der Bequemlichkeit. Und das ist das Wichtigste bei diesem Experiment. Wenn es nicht mehr bequem ist, endet es sofort.
Eine Sache, die echt krass bequem ist, ist diese amerikanische Höflichkeit. Es ist wie so ein Deal, den man mit den anderen Leuten hat, der viel bequemer ist. Wir sind nicht ehrlich zueinander, wir sind einfach nur super oberflächlich nett. Und das kann total angenehm sein, weil du immer eine nette Begegnung hast, immer ein nettes, kurzes Gespräch. Aber steckt halt nichts dahinter. Und ich finde es erstmal echt angenehm. Also das ist aktuell so nett. Man hat immer so nette Gespräche. Deswegen ist es bequem, es ist nett, weil es nie wirklich um was geht. Man könnte einfach alles erzählen. Aber da ist halt gar nichts dahinter. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ob ihr lieber ein oberflächliches, nettes Gespräch habt, was euren Tag erstmal besser macht. Oder eins, was einen Inhalt hat. Und ich weiß es gerade selbst nicht. Es ist wirklich schön. Man kommt in diese schönen Momente mit Menschen. Aber die sind halt nicht echt. Okay, oberflächliche Höflichkeit ist das eine, aber körperliche Bequemlichkeit kann wirklich kreativ machen. Sie hat sogar zu einer Erfindung geführt, die wir vor allem in den Pandemiejahren exzessiv genutzt haben, bis zum Get-No. Anfang der 90er Jahre ärgerten sich Forschende der Cambridge University fast täglich darüber, dass sie von ihrem Computerlabor in die weit entfernte Küche laufen mussten, um dann festzustellen, dass der Kaffee mal wieder leer war. Aus diesem Frust heraus installierten sie eine Kamera, die Bilder der Kaffeemaschine 3-mal pro Minute auf die Computerbildschirme der Mitarbeitenden übertrug, um unnötige Wege zu vermeiden. Diese erste Webcam markiert einen wichtigen Punkt in der Technologiegeschichte, da sie verdeutlicht, wie aus alltäglichen Herausforderungen wichtige Innovationen entstehen können. Während andere ihren Kaffee also stalken, bin ich auch komplett ohne Koffein ziemlich schlaflos. Also die Auswirkungen der Ernährung spüre ich schon deutlich. Ich schlafe nicht mehr so richtig durch, liege nachts öfter wach. Aber das ist aktuell noch nicht schlimm genug, weil die Bequemlichkeit ist immer noch viel höher, als dass es ein Problem sein könnte. Ich hatte die letzten 2 Tage frei und ich habe nur vorm Fernseher gelegen. Ich bin jetzt auch gerade nur noch mal raus, um mir Junkfood zu holen. Junkfood ist manchmal gar nicht so einfach zu erkennen. Das sieht hier doch aus wie Brot mit Gemüse. Rein rechtlich ist es allerdings Kuchen. Ein irisches Gericht hat 2020 geurteilt, dass das Brot von Subway aufgrund seines hohen Zuckergehalts als Kuchen gewertet werden muss. Und ich bin Ende der 2. Woche auch wieder voll auf Zucker. Folgende ziemlich blöde Situation. Ich habe mich überhaupt nicht mehr um die Ausarbeitung der Ideen gekümmert. Ich habe mich einfach darauf ausgeruht, dass ich ja 14 Ideen habe und das ist einfach aus kreativer Sicht auch blöd. Wenn man so eine Idee hat, ist es ja ganz, ganz grob beschrieben. Man muss es aber, um es zu verkaufen, ausarbeiten. Und 14 tolle Ideen bringen dir nichts, wenn du keine davon ausgearbeitet hast. Und ich habe mich jetzt hier wirklich darauf verlassen, dass ich das entspannt hinkriege. Ich muss hier gerade ein bisschen gucken, da hinten war eben ein Kojote. Auch wenn ich erste Nachteile spüre, muss ich zugeben, dass mir dieser Lebensstil gefällt. Sich um nichts zu kümmern, auf niemanden zu achten, sich keine Gedanken machen, das ist schön einfach. Und da verliere ich mich schnell drin. Auch wenn der Realitätscheck am Ende dafür umso härter wird. Hast du die Idee schon ausgearbeitet? Man bekommt nicht so oft eine solche Chance für so einen Pitch. Ich weiß nicht genau, warum ich das so vor mir hergeschoben habe. Ich dachte wegen der Bequemlichkeit, vielleicht aber auch aus Angst, weil es ist eine große Chance, man möchte die natürlich nutzen, aber gleichzeitig schwebt da ja mit, was ist, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich versage. Und ein gewisser Perfektionismus ist auch immer dabei, wenn man sowas machen will. Ich glaube, ich habe Angst, hier zu scheitern, aber ich kann es halt nur rausfinden, wenn ich es wirklich mache und eine Idee abgebe und eine ausarbeite. Okay, es geht um Zeitersparnis, Zeitaufwand. Dann sprechen wir doch mal über den Zeitaufwand von so einem Video hier. Ich brauche mindestens 50 Stunden für ein Video. Also Skript, Dreh, Schnitt. Aber dieses Mal nicht. Ich habe die Bequemlichkeit nämlich auf dieses komplette Projekt übertragen. Dazu gehörte, dass ich statt wie sonst mindestens 3 Tage an Skript und Recherche sitze, ich dieses Mal nur einen Tag Zeit für das komplette Skript bekommen habe. Und wenn es nicht fertig wird, muss ich den Rest halt improvisieren. Also vielleicht fragt ihr euch gerade, wie lange ich hier schon off-Script einfach drauf loslaber, oder? Gut, dass ich das hier vorproduziert habe. Also das hier, was jetzt kommt. Weniger Zeit für die gleiche Arbeit einzuplanen, kann von Vorteil sein. Das Parkinson'sche Gesetz sagt, dass wenn man weniger Zeit hat, man oft schneller arbeitet und die Aufgabe trotzdem schafft. Das liegt daran, dass man sich besser konzentriert und die wichtigen Dinge zuerst erledigt. Ich habe keinen Bock, mir hier selbst im Weg zu stehen. Deswegen werde ich mich jetzt hinsetzen und das in einem sehr fixen Rahmen machen. Ich werde mich jetzt 15 Minuten hinsetzen und entscheiden, welche Idee ich ausarbeiten möchte. Und dann werde ich anfangen, die auszuarbeiten, damit ich was abgeben kann. Da mich das jetzt schon ein bisschen stresst und ich noch im Experiment bin, werde ich jetzt nicht das komplette Ausarbeiten machen, sondern wirklich nur entscheiden, welche dieser 14 Ideen möchte ich in den Pitch mitnehmen. Das sieht nicht bequem aus. Werde ich hier abbrechen? Was denkt ihr?
Es war ein sehr langer Tag und ich habe keinen Bock mehr rauszugehen. Deswegen habe ich mir eins an Essen in die Hotellobby bestellt. Mir geht's echt gut und gedanklich alles so wegzuschieben, was einen belastet, ist mit Sicherheit nicht gesund. Aber ich finde vor allem spannend, dass ich das schaffe. Also alles wegzuschieben, was mich gedanklich so belastet. Das ist wie ein sehr seltsamer Ego-Boost. Sich einfach so frei zu machen von allem, was man auch einfach an ernsthaften Problemen hat, um die man sich kümmern muss. Es führt aber auch dazu, dass ich viel egoistischer unterwegs bin gerade. Das merke ich auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel noch gar nicht richtig darüber nachgedacht, wie viel mehr Müll ich eigentlich gerade hier produziere. Also das müssen Unmengen sein, alleine durchs Frühstück und durch diese ganzen Restaurant- und To-Go-Sachen. Und das alles so wegzuschieben, befreit den Kopf total. Aber ist gleichzeitig auch wie ein Anti-Experiment, weil ich sonst immer so viel nachdenke über Effekte, welche Effekte es auf mich hat, wie es mir geht, wie es meinem Körper geht. Jetzt gerade mache ich einfach not my problem. Bequemlichkeit beschreibt den Zustand, in dem wir nach Leichtigkeit und Komfort streben, oft mit minimalem persönlichen Aufwand. Die Neigung kann in vielen Situationen positiv sein, indem sie uns hilft, Energie zu sparen und effizienter zu werden. Allerdings kann Bequemlichkeit auch egoistische Züge annehmen, besonders wenn sie auf Kosten anderer geht. Es ist mir ehrlich gesagt wirklich unangenehm und ich glaube, das ist das unangenehmste Video dieses Jahr. Und das aus einem Grund, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich mal zugeben muss, dass es mir wirklich Spaß macht, so ein bescheuert großes Auto zu fahren. Das ist mir wirklich peinlich. Ich persönlich finde diese Autos albern. Niemand braucht so riesige Autos. Also in Deutschland einfach albern. Und hier, ich fühle mich sicher damit. Es macht total Spaß. Und es ist so unglaublich bequem. Ich glaube, dieses Experiment gibt mir tatsächlich die Chance, ein paar Menschen mehr nachzuvollziehen, die ich nicht nachvollziehen konnte, wo ich nie verstanden habe, was der Mist soll. Und ich glaube, ich habe jetzt ein Gefühl dafür, warum manche Menschen bestimmte Dinge verteidigen. Auch wenn ich es immer noch albern finde, ich verstehe es jetzt viel besser. Außerdem ist es gerade draußen irgendwie 27 Grad und hier in dem Auto 20 Grad und das ist natürlich super angenehm. Es ist super bequem. Aber ist es nötig? Egal. Ich möchte jetzt im Urlaub mich nicht damit beschäftigen. Die Idee ist, ich möchte so bequem wie möglich legen. Und mit der Realität beschäftige ich mich danach. So leben wahrscheinlich die meisten Menschen. Okay, das ist asozial. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Macht Bequemlichkeit egoistisch? Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass Bequemlichkeit tatsächlich zu egoistischem Verhalten führen kann. Die Erkenntnisse der Studien sind, Menschen, die Bequemlichkeit bevorzugen, zeigen oft weniger Empathie, was zu egoistischem Verhalten führen kann. Das Streben nach Bequemlichkeit kann zu egoistischen Entscheidungen führen, da man komplexe und soziale Überlegungen vermeidet, weil sie mehr Denken und Anstrengung erfordern. Bequemlichkeit ist mit weniger umweltfreundlichem Verhalten verbunden. Bequemlichkeit reduziert das Engagement in der Gesellschaft, weil es anstrengend sein kann. Insgesamt fördert Bequemlichkeit Verhaltensweisen, die kurzfristige persönliche Vorteile über langfristige gemeinschaftliche Werte stellt. Und wenn man sich jetzt mein Verhalten während dieses Experiments anschaut, kann man hier direkt ein paar Haken setzen. Wenn Menschen immer den einfachsten Weg wählen, ohne an die Folgen für andere zu denken, kann das egoistisch sein. Es geht jetzt hier nicht um Menschen, die das aus psychischen Gründen nicht schaffen. Beispielsweise der häufige Gebrauch von Einwegprodukten ist bequem, aber schlecht für die Umwelt. Aus gesellschaftlicher Ebene kann das Vorziehen von Bequemlichkeiten zu Ungerechtigkeit führen, wenn wichtige Probleme nicht angegangen werden, weil es zu anstrengend ist. So wird Bequemlichkeit nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern ein soziales Phänomen mit weitreichenden Folgen. Okay, kommen wir mal zu meinem Egoismus. Es ist Zeit für die Abrechnung. Ich weiß, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber zur Veranschaulichung im Video finde ich das passend. Der durchschnittliche CO2-Abdruck liegt je nach Quelle bei 10 bis 12 Kilogramm pro Person. Wobei dieser Wert auch die extrem hohen Emissionen von sehr wohlhabenden Personen mit einschließt, die überdurchschnittlich viel beitragen. Vor dem Experiment war mein CO2-Fußabdruck bei 4,26 Kilogramm pro Jahr. Das liegt unter anderem an meiner Ernährungsweise und meinem niedrigen Konsum. Während des Experiments habe ich allerdings ganz anders gelebt und das schlägt sich deutlich nieder. Würde ich weiter so leben wie in diesen 14 Tagen, würde mein CO2-Abdruck im Jahr 6-mal so hoch sein wie vorher und ich käme auf 25,34 Kilogramm. Laut dem WWF-Rechner bräuchten wir dann 6 Planeten, wenn alle so leben würden. Beim weltweiten Durchschnitt von 6,41 Kilogramm pro Mensch brauchen wir allerdings schon 1,5 Planeten, um den Verbrauch zu decken. Und wir haben halt nur eins von den Dingern, also die Erde. Da leben wir drauf. Hört ihr überhaupt noch? Klimaverträglich wäre übrigens 1 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Da bin ich deutlich drüber, auch ohne Bequemlichkeit. Aber, ja, es gibt ein Aber, wir sind nicht allein das Problem. Ja,
Manche reiche Menschen setzen sich tatsächlich dafür ein, die Welt zu verbessern. Zum Beispiel Marlene Engelhorn, die sich seit Jahren für eine gerechtere Steuerpolitik, Erbschaftssteuer und soziale Gerechtigkeit einsetzt. Andere eher nicht so. Das, was ein einzelner Mensch mit seinem Ego-Raketenflug an Ressourcen verbraucht, ist beispiellos. Zeigt aber gut, warum die Bequemlichkeit bestimmter Menschen sich negativ auf den Rest der Menschheit auswirkt. Mal ganz abgesehen von einem Großteil der Industrie. Konsumverhalten. Menschen mit mehr Geld tendieren dazu, mehr zu konsumieren. Das betrifft nicht nur Alltagsgegenstände, sondern auch größere Anschaffungen wie Autos und Häuser. Reiche Menschen reisen auch häufiger und nutzen öfter Verkehrsmittel mit hohem CO2-Ausstoß, wie Flugzeuge, obwohl ich das während meines Experiments natürlich auch gemacht habe. Energieverbrauch. Größere Wohnflächen und der Besitz mehrerer Immobilien führen in der Regel zu einem höheren Energieverbrauch. Auch der Besitz und die Nutzung mehrerer Fahrzeuge tragen dazu bei. Oder Autos, die unnötig viel verbrauchen, wie mein Miet-SUV. Ressourcennutzung. Höherer Wohlstand führt oft zu einer intensiven Nutzung von Ressourcen, sei es durch Mode, Technologie, Freizeitaktivitäten, die oft material- und energieintensiv sind. Wie zum Beispiel so eine Reise ins All. Oder man macht es wie Marlene Engelhorn und verschenkt alles, was man nicht selbst zum Leben braucht. Aber auch kleine Bequemlichkeiten wie meine vielen Restaurantbesuche machen einen Unterschied. Einige Studien schätzen, dass zu Hause Kochen um 20 bis 50% umweltfreundlicher ist als im Restaurant, je nachdem, was man natürlich kocht. Aber warum? Restaurants haben einen höheren Energieverbrauch durch kontinuierliches Kochen und viele Geräte, während zu Hause der Energieverbrauch durch effizientere Gerätenutzung geringer ist. In Restaurants führen oft Überproduktion und große Portionen zu mehr Lebensmittelverschwendung, im Gegensatz zu Haushalten, wo die Anpassung von Portionen und Resteverwertung die Verschwendung reduzieren. Restaurants erzeugen durch Zutatenlieferungen und Gästeanfahrt einen größeren CO2-Fußabdruck, sowie mehr Verpackungsmüll durch Takeaway, während der Einkauf lokaler Produkte und der Verzicht auf Einwegverpackungen zu Hause den ökologischen Fußabdruck verringert. Okay, was soll das alles heißen? Dass jetzt niemand mehr in Restaurants gehen soll? Natürlich nicht. Es geht darum, sich bewusst zu machen, wann Bequemlichkeit nötig und auch gut sein kann und wann es vielleicht besser ist, darauf zu verzichten. Für Reichgeborene zum Beispiel auf ihr Erbe. Auch wenn das Wetter heute schlecht ist, ich musste wieder raus, ich musste mich bewegen. Also mein Körper ist irgendwie total verklebt innerlich und das war jetzt ein Bereich, wo ich nicht mehr sagen kann, das ist noch bequem, sondern das wird körperlich unangenehm und ich merke, wie gut es mir gerade tut, draußen zu spazieren. Und jetzt natürlich die Frage, ist es jetzt für mich bequemer zu spazieren? Naja, auf jeden Fall ist es gerade besser. Ich fühle mich viel, viel besser. Auch wenn ich hier draußen mit einem T-Shirt im Regen rumlaufe. Das ist alles besser, als sich nicht zu bewegen. Und es hebt auch gerade deutlich meine Laune. Ich finde in der zweiten Woche langsam meine Balance. Vor allem, weil mir eins klar geworden ist. Ich will nicht, dass mir das alles so egal ist. Ich alleine kann nicht alles ändern und es passiert nicht genug, wenn ich jetzt besonders unbequem als Selbstversorger im Wald lebe, damit ich klimapositiv bin. Allein verändere ich die Welt nicht, aber ich kann anfangen. Mit kleinen Schritten, die nicht unbequem sein müssen. Manche allerdings schon. Ich kann mich engagieren, politisch, umwelttechnisch und menschlich. Und vor allem eins ist mir dabei wichtig. Ich will es freundlich machen. Ich spüre so oft eine Wut auf egoistische Menschen, auf die Politik und ich habe das Gefühl, denen ist alles egal. Eigentlich glaube ich das noch nicht mal. Aber in den letzten Tagen ist mir selbst so viel egal gewesen und das war schön einfach. So gruselig das ist. Ich will nicht so sein, aber die richtig großen Veränderungen überfordern mich manchmal. Ich möchte kleine Schritte machen. Und wenn du das kannst oder auch mehr, ist das fantastisch. Ich will ein besserer Mensch sein. Aus egoistischen Gründen. Für mich. Ich freue mich auf Intervallfasten und Zuckerentzug. Das ist ganz seltsam. Manchmal schreiben Leute in den Kommentaren, ey, ist das nicht ein bisschen viel Verzicht bei allem, was du machst? Weil ich ja zum Beispiel Zuckerverzicht nach dem Experiment in mein Leben übertragen habe oder auch Intervallfasten übernommen habe in mein tägliches Leben. Und klar passe ich die Sachen auch mal an. Ich habe jetzt zum Beispiel ja auf beides verzichtet oder ich war vor kurzem krank, da habe ich Intervallfasten nicht durchgezogen. Aber beides, Zuckerverzicht, Intervallfasten, sind Dinge, die mein Leben besser und bequemer gemacht haben, weil ich mich so viel besser fühle. Es gibt auch Experimente, die bringen mir nicht so viel oder fühle ich mich nicht so viel besser mit.
Aber wenn sie so einen positiven Effekt auf mein Leben haben, warum sollte ich dann nicht weitermachen damit? Und diese 14 Tage waren jetzt die ersten seit Jahren, wo ich eigentlich nichts so krass verfolgt habe wie sonst, sondern also das Gegenteil gemacht habe, super bequem und super auf nichts zu achten. Und das hat auch Spaß gemacht. Aber mein Körper fühlt sich wirklich nicht so gut an. Ich fühle mich wirklich schlechter. In allem, ich weiß auch gar nicht, wie viel ich zugenommen habe. Das werde ich auf jeden Fall diesmal einblenden. Das ist ja wirklich für mich persönlich meine 14 Tage auf mein Körpergewicht. Bei dem, was ich hier gegessen habe, was ich zugenommen habe, interessiert mich selber auch sehr. Ja. Auf dieser Reise ist eine Sache passiert, mit der ich so nicht gerechnet habe. Und zwar, dass ich mich wirklich, wirklich wieder sehr darauf freue, auf Dinge zu verzichten, nicht ganz so bequem zu leben und ich glaube ein bisschen Struktur. Ich glaube, ich hatte durch dieses wirklich viele Rumhängen, ich muss die Idee noch ausarbeiten und das habe ich komplett verpennt. Eine Erkenntnis, mit der ich nicht gerechnet hätte, die ich jetzt nach diesem Experiment habe, ist, dass ich große Lust habe, mein Leben aufzuräumen. Also Sachen zu verbessern, zu verändern. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt der Fall ist. Vielleicht weiß ich es, wenn ich das Video schneide. Aber ich habe wirklich große Motivation, Dinge positiv in meinem Leben zu verändern. Das waren meine Mehrkosten. Wow! Bequemlichkeit kann ich mir auf Dauer nicht leisten. Für dieses Experiment habe ich 2 Jahre gespart und der CO2-Ausgleich war tatsächlich etwas niedriger, als ich ursprünglich befürchtet habe. Also ich bin wirklich gespannt, ob es nochmal 100 Tage braucht, bis ich vom Zucker wieder runter bin, nach diesen 14 Tagen. Und ob es nochmal 60 Tage braucht, bis ich mit dem Intervallfasten wieder drin bin. Oder ob auch das diesmal schneller gehen wird. Naja, ihr werdet es jetzt sofort wissen. Was ich positiv auf jeden Fall berichten kann, ist, dass der Zuckerverzicht diesmal nicht so schwierig war. Es waren ungefähr 6-7 Tage, die nochmal mit Kopfschmerzen und so ein bisschen nervig waren. Aber dann war ich wieder drin im Zuckerverzicht und im Intervallfasten. Aber das ist nicht alles. Außerdem habe ich viel weniger Arbeit mit diesem Video, weil ich alles auf dem Smartphone gedreht habe. Ich habe mir diesmal auch nicht so viel Mühe gegeben. Ich habe hier nichts groß aufgebaut. Das Skript ist irgendwann sogar improvisiert gewesen, weil mein Fokus war auf Spaß und ich wollte es mir nicht schwer machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und naja, sei nicht so hart zu dir. Ist deine Filmidee fertig geworden?